Abschnitt 27 umfasst den Zusammenbau des Luftkompressors. Hierfür sind sehr viele, teils sehr filigrane Kleinteile am Start. Der Zusammenbau verläuft soweit eigentlich ganz flüssig. Bisweilen wünschte ich mir allerdings die eine oder andere zusätzliche Hand. Hier folgt ein Kleinteil, das an der Turbine selbst angebracht werden muss. Meiner Meinung nach hätte dies in einem der vorhergehenden Abschnitte besser gepasst. Man kann das Bauteil durchaus auch anbringen, nachdem die Lufteinlasskanäle montiert sind, aber es ist doch ein wenig fummelig und geht eigentlich nur mit Hilfe einer Pinzette. Diese wird heute ohnehin noch mehrmals zum Einsatz kommen. Weiter geht's mit dem Getriebe und dem Kraftstofffilter. Das Getriebe stellt keine besondere Herausforderung dar. Etwas schwieriger wird es dann da allerdings, sobald die ganzen Schläuche ins Spiel kommen. Da muss man wirklich genau hinschauen, dass man die nicht verwechselt. Die Anleitung bildet die Schläuche leider nicht maßstabsgetreu ab. Man kann es sich zwar zusammenreimen, welche Länge für welchen Schritt in Frage kommt, aber um keine Missverständnisse infolge von Fehlinterpretationen aufkommen zu lassen, hätte ich mir hier eine maßstabsgetreue Abbildung wie beim dänischen Klemmbausteinhersteller in der Anleitung gewünscht. In diesem Abschnitt wird nun der fertig zusammengebaute Motor eingesetzt. Bereits in vorhergehenden Bauphasen wurden diverse Leitungen verbaut. Hier gilt es nun ein wenig aufzupassen, damit man diese nicht einklemmt oder abreißt. Beides ist mir passiert und ohne Pinzette ist an ein nachträgliches Wiederanbringen der Leitung nicht zu denken. Es ist super fummelig, aber irgendwann ist auch das überstanden. Weiterhin waren heute ja mal wieder so richtig große Bauteile mit dabei, und zwar für den hinteren Teil vom Chassis. Dann wird das Ganze mit dem vorderen Chassis verschraubt und mit Hilfe zweier Chassisträger verstärkt. Zuletzt kommen da noch ein Achsträger und diverse Kleinteile dran. Und damit sind wir schon wieder am Ende der Bauabschnitte 27 bis 30. Was ich in dieser aktuellen Bauphase zusammengebaut habe, entschädigt ein wenig für die eher enttäuschenden Abschnitte 19 bis 26. Heute gab's echt was zu tun hier. Wir haben gebaut? Ne. Ihr habt zugesehen, gebaut habe ich. Jetzt muss ich langsam schauen, dass ich damit überhaupt noch Platz finde im Bild. Und zwar habe ich den Motor um den Luftkompressor ergänzt, diesen dann hier eingebaut und den hinteren Teil vom Chassis montiert. Der Aufbau heute war ganz gewiss ein Kraftakt. Das Einpassen des Motors war ganz schön fummelig mit den ganzen Schläuchen, hat dann aber irgendwie doch noch geklappt. Noch ist die ganze Angelegenheit etwas wackelig, denn der Motor ist in der aktuellen Bauphase nur mit 2 Schrauben fixiert. Es ist somit noch etwas Vorsicht angebracht, wenn man mit dem ganzen Chassis hantiert. In wenigen Tagen folgen bereits wieder die nächsten Abschnitte 31 bis 34. Nach diesen meiner Meinung nach starken Abschnitten 27 bis 30 freue ich mich da schon richtig drauf. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Thank you.